Das Haus wartet auf uns und unseren Kram. Es sind die letzten Tage, bevor es losgeht. Wir sind am Ende unserer Kräfte, freuen uns aber trotzdem. Beim letzten Zusammenpacken zeigen wir euch, wie man Waschmaschine und Trockner abbaut und versandfertig macht. Bleibt dabei! Tja Leute, heute ist Tag 4 des Zusammenpackens hier und meine Herren, ich hätte nicht gedacht, dass so viel Zeug da ist. In allen Ecken irgendwas findet man, dauert noch, da noch. Sachen, von denen man gar nicht weiß, dass man sie hat und die man Jahre schon vermisst hat. Alles kommt jetzt zum Vorschein, alles ist staubig. Halleluja, wir schaffen es glaube ich gar nicht alleine. Also etwas später haben wir noch mal Hilfe, zum Glück. Dann muss der Trockner runtergehoben werden, die Waschmaschine muss für den Transport gesichert werden. Erzähle ich euch später, zeige ich euch auch. Und wir müssen hier im Bad zusammenräumen. Und dann haben wir noch die Küche und noch ein Arbeitszimmer. Und es gibt auch noch so eine Abstellkammer, die ist auch noch vollgepackt. Also so ganz so schnell geht es nicht rum. Also wir müssen mal schauen, ob wir das überhaupt schaffen. Ich bin im Augenblick da sehr unsicher. Das ist... Ich weiß nicht, wir müssen ja auch schlafen. Die Umzugsfirma kommt morgens um 8 und da muss alles bereit sein, sozusagen. Und wir müssen abmarschbereit sein. Der Kater muss in seiner Kiste eingesperrt sein. Und also, boah. Und das alles übermorgen früh um 8 Uhr morgens. Ich glaube, da kommt jemand. Ich gehe mal gucken. Ich habe auf der Treppe jemand gehört. Wasserzulauf und dann der hier hat so einen kleinen Haken in der Scheibe und dafür gibt es auch unten so einen Schlitz im Gehäuse. Da muss der dann eingesetzt werden. Gut, Folgendes habe ich benötigt hier, diesen Schlüssel.
einen Lappen, um den Staub zu entfernen. Eigentlich muss man erstmal so ein bisschen reinigen hier, ne? Das gleiche gilt für den Trockner, der sieht genauso scheiße aus. So, das war ein schwerer und ein bisschen unangenehmer Akt hier, ein bisschen gefummelt. Ich mache es auch nicht jeden Tag. Ich weiß quasi theoretisch, wie es geht, aber praktisch erweist sich das dann doch manchmal als ein bisschen, naja, gut. Bei der nächsten Waschmaschine wird alles leichter. Jo, das war es soweit jedenfalls von hier und dann geht es weiter. Hier haben wir den großen Schrank, jede Menge Zeug drin. Das muss alles raus, in Kisten gepackt werden. Dann muss man die Schränke abstapeln. Tja, ich glaube, das war's erstmal für heute. Wir haben ja noch einiges zu tun, aber das müssen wir jetzt nicht alles zeigen. Wenn ihr umzieht, denkt dran, wir werden es wahrscheinlich auch geschafft haben, irgendwann. Vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu subscriben und wir sehen uns. Ich glaube, es ist die letzte Abschrauberei. Aber jetzt reicht es auch wirklich. Oh, morgen müssen wir um 5 Uhr aufstehen. Und müssen jede Menge Kram da unten bringen noch. Das Auto vollstopfen. Da lacht einer. Der weiß nicht, wovon ich rede. Aber mit Abschrauben bin ich jetzt erstmal durch. Tag Nummer 5. Weitgehend hier. Und immer mit diesem Gefühl, dass da ist noch was und irgendwie hast du doch was vergessen. Und naja, alle Kartons, die wir haben, sind voll und wir hätten noch ein paar gebraucht. Nicht so knapp kalkulieren. Andererseits, wer will das schon kalkulieren? Ne? Das hat natürlich der Vertreter von der Umzugsfirma gemacht. Der ist durchgegangen, hat so geschätzt. Ne? Er hat nicht schlecht geschätzt. Ne? Also es sind nicht viele, die fehlen, aber eben doch ein paar. Wenn es jetzt 5 mehr gewesen wären, wären wir doch relativ gut durchgekommen. Ja, die Folge ist, wir müssen wohl nochmal herkommen. Ne? Also wir können nicht unsere ganzen Küchensachen mitnehmen. Das sind nochmal so 2 Kartons. Wir werden also morgen erstmal abwarten, dass was angeliefert wird und dann vielleicht Kartons leer machen und nochmal herkommen. Ja gut, ein bisschen müssen wir wahrscheinlich auch noch sauber machen hier. Okay, ich packe mal mein Werkzeug zusammen. Hallo Leute, guten Morgen. Es ist kurz vor 7. Ich habe mich aus dem Bett gequält. Ich spüre das immer noch gestern, diese Rennerei, das ganze Gepacke und Gemache und Geschraube. Und jetzt warte ich auf den Umzugswagen. Die haben gesagt, sie sind so gegen 8 hier. Gestern Abend habe ich dann festgestellt, sie haben die Halteverbotsschilder nicht aufgestellt. Und das heißt, die Straße ist wahrscheinlich zugeparkt und ich weiß noch nicht, wie das laufen wird. Bleibt dran.